Eine Kobaltmine in Zentralafrika. Das Metall wird hier unter extrem harten Bedingungen abgebaut. In den Minen der Demokratischen Republik Kongo sollen auch Tausende von Kindern arbeiten. Ja, es existieren zahlreiche Bilder von Kindern, die in Minen arbeiten. Aber Sie werden sehen, in dieser Mine gibt es keine Kinder. Überzeugen Sie sich selbst. Kobalt ist ein zentraler Bestandteil für viele Batterien. Und es braucht Elektroautos, um unsere Klimaziele zu erreichen. Welche Arbeitsbedingungen sind wir dafür bereit zu akzeptieren? Ich bin mir sicher, dass viele von uns in den sozialen Medien schon Bilder von Kindern gesehen haben mit zerlumpter Kleidung. Diese Bilder werden in den Massenmedien gezeigt, wenn es um den illegalen Abbau von Kobalt geht. Aber das ist nicht das ganze Bild. Wie viel Kinderarbeit gibt es also wirklich im Kobaltabbau? Und was können wir dagegen tun? Kolwezi im Kongo ist die Kobalthauptstadt der Welt. Über den Minensektor existieren viele Vorurteile. Immer wieder gibt es den Vorwurf, Kinder würden in Minen arbeiten. Wir wollen in Kolwezi herausfinden, ob das stimmt. Die Minenstadt ist ein gesetzloses Pflaster. 3/4 der weltweiten Kobaltvorkommen befinden sich hier im Boden. Und alle graben wie wild nach dem Metall. Mika Ntenga gehört zu den wenigen Journalisten, die in Kolwezi leben. Er weiß, dass hier vor allem Filmteams immer wieder von den Behörden behindert werden. Wer einen Journalisten mit seiner Kamera sieht, stellt immer die Frage, was will der? Was will er mit diesen Bildern erreichen? Man muss also überzeugen. Man muss erklären. Die Behörden sind heute misstrauisch, auch wenn man eine offizielle Drehgenehmigung besitzt. Man muss mit vielen Hindernissen rechnen, wenn man hier filmen möchte. Der Mann, der unsere Pässe nimmt, ist vom Geheimdienst. Er behauptet, in unserer Drehgenehmigung gäbe es einen Fehler. Wir dürfen nur weiterdrehen, nachdem wir ihm ein paar Scheine zugesteckt haben. In Kolwezi ist auch das ganz normale Filmen auf der Straße nur beschränkt möglich. Fast jede Aufnahme kostet Geld. Besonders schwierig ist es, in illegalen Minen reinzukommen, wo häufig Kinder arbeiten sollen. Eine erste verlangt $500. Wir fahren weiter. Journalist Mika Ntenga bringt uns zu Shabara, der größten illegalen Kobaltmine. Der Besuch hier kostet nichts. Auf der Fahrt dorthin ist der Staub der offenen Minen überall. Man kann kaum atmen. Die Mine Shabara befindet sich auf einem Areal, für das der Schweizer Rohstoffkonzern Glencore die Abbaurechte hat. Dieser baut das Kobalt maschinell ab. Am Rande ist die illegale Mine Shabara entstanden, in der das Metall von Hand abgebaut wird. Den illegalen Minen gelten die Vorwürfe. Rund 40.000 Kinder sollen hier arbeiten. Der Leiter Alain Mushinga erklärt der Belegschaft, warum wir hier sind. Wir würden zeigen, dass hier weder schwangere Frauen noch Kinder arbeiten. Das haben wir ihm so gesagt, damit er uns in die Mine lässt. Hier kommt nur rein, wer als Freund und nicht als Feind wahrgenommen wird. Auf den ersten Blick sehen wir keine Kinder. Doch letztendlich können wir das nicht überprüfen. In Shabara arbeiten insgesamt 20.000 Menschen, in Schichten von 5.000. Wir arbeiten hier in Fünfergruppen. Je nachdem, wie viel Sie arbeiten, können Sie 100 oder 200 Säcke pro Tag füllen.
Die Arbeiter bestimmen selbst, wie viele Stunden sie arbeiten. Sie verkaufen die Steine im Depot und entscheiden, wie der Gewinn untereinander aufgeteilt wird. Mit dem Erlös können sie ihre Familien unterstützen oder Saatgut für ihre kleinen Felder kaufen. Sicherheitsvorkehrungen existieren nicht. Niemand trägt einen Helm oder Sicherheitsschuhe. Doch für kongolesische Verhältnisse ist diese Mine recht gut aufgestellt. Wir haben auf dem Gelände eine Kantine und auch Toiletten für die Arbeiter. Trinkwasser steht ebenfalls zur Verfügung. Wir sind gut organisiert. Wir haben auch ein Krankenhaus. Giscard Freeman ist 46 Jahre alt und ein erfahrener Minenarbeiter. Er ist an die anstrengende Arbeit gewöhnt und weiß, wo die Kobalt- und Kupferadern zu finden sind. Für ihn ist diese Arbeit kein Fluch, sondern ein Segen. Ich arbeite seit 15 Jahren in Minen. Wer intelligent ist und das hart verdiente Geld nicht einfach ausgibt, der kann sich ein gutes Leben aufbauen. Weil er das Gestein so gut kennt, kann er bis zu 300 US-Dollar pro Tag verdienen. Ein solcher Verdienst ist nicht garantiert. Er hängt vom Preis des Kobalt ab und von seiner Tagesform. Wir begleiten ihn mit seiner Familie zum Gottesdienst. Am Anfang habe ich das meiste Geld für Frauen und Alkohol ausgegeben. Ich konnte morgens mit nur 10 Dollar aufwachen, weil ich 990 Dollar in der Nacht für Prostituierte ausgegeben hatte. Zum Glück hatte ich aber gute Freunde, die mir ins Gewissen geredet haben. Damals wäre es für mich schwierig gewesen, eine Frau zu heiraten. Ich konnte mir weder ein Haus noch ein Auto leisten. Früher galt der Besitz eines Hauses als Diebstahl. Man musste erklären, woher man das Geld hat. Schon nur bei einem Fahrrad musste man sich rechtfertigen, wie man es sich leisten konnte. Dank der Kobaltminen besitze ich heute 4 Häuser. Und ich verdiene gut genug, um mir 2 Frauen zu leisten und 10 Kinder zu ernähren. Die meisten verdienen pro Tag allerdings nur wenige US-Dollar. Doch selbst das ist mehr, als die Menschen in der Demokratischen Republik Kongo im Durchschnitt sonst verdienen. Millionen ernähren sich durch den Abbau von Kobalt, das nirgendwo sonst so konzentriert vorkommt wie hier. Ohne Kobalt aus Kolwezi würden die Batterien in unseren Elektrofahrzeugen und E-Scootern nicht funktionieren. Kobalt steckt auch in unseren E-Bikes und Smartphones. Seit die EU verkündet hat, dass ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen zugelassen werden, hat sich der Verkauf von elektrischen Autos verachtfacht. Wie viel Kinderarbeit steckt in unseren Batterien? Zur Kinderarbeit im Kobaltabbau gingen verschiedene TikTok-Videos viral. Wir konfrontieren die Verantwortlichen mit einem Beispiel. Es zeigt eine Kobaltmine mit dem Titel Kinderarbeit. Wo ist diese Mine? Hier! Das ist hier aufgenommen. Was halten Sie davon, dass diese Mine im Zusammenhang mit Kinderarbeit gezeigt wird und behauptet wird, dass hier Kinder arbeiten? Bevor man so einen Titel über ein Video schreibt, müsste man abklären, ob es hier wirklich Kinder gibt. Macht euch das wütend? Das schmerzt sehr, das ist nicht gut für uns.
Wie können wir solche Bilder akzeptieren? Das trifft uns ins Herz. Vor der Chabara-Mine stehen diese Schilder. Sie verbieten den Zugang von schwangeren Frauen und Menschen unter 18 Jahren. Offiziell ist hier Kinderarbeit verboten. Kinder haben zu dieser Mine keinen Zutritt. Sie wären gar nicht in der Lage, diese Arbeit zu machen. Sie ist anstrengend. Einen 50 Kilogramm Sack vermag kein Kind zu tragen. Auch schwangere Frauen können das nicht. Es ist wirklich unmöglich und darum sieht man in dieser Mine keine Kinder. Sehen Sie selbst, hier gibt es keine Kinder, die arbeiten. Das ist unmöglich. Die meisten dieser TikTok-Videos versuchen, ein sehr kompliziertes Thema in nur 22 Sekunden zu erklären. Dafür setzen sie auf einen Schockfaktor, um die Leute zu locken. Doch was kann man wirklich tun und was ist der Kontext dieser Geschichte? Agathe Bukasa ist Kongolesin und die Direktorin des Verbandes für faires Kobalt. Dieser wurde unter anderem von Tesla, Glencore und NGOs gegründet, um Vorwürfe zu bekämpfen, die gegen die Arbeitsbedingungen im Kobaltabbau erhoben werden. Wir fragen uns, wie wir die verschiedenen Interessen zu einem gemeinsamen Ziel vereinen können. Wie verbessern wir das Leben der Menschen? Und wie können wir gleichzeitig das Kobalt aus illegalen Minen verantwortungsvoll in die Lieferkette integrieren? Alle wissen, dass sich etwas ändern muss und dass das schnell passieren muss. Wer mit uns arbeitet, will bei diesen Veränderungen mitmachen. Für Nicht-Eingeweihte ist es kaum möglich, Kinder in den Minen zu sehen. Doch auf den Straßen sind sie überall. Sie verkaufen Essen, packen im Transport mit an und handeln mit Benzin. Wir müssen anerkennen, dass es verschiedene Akteure in der Lieferkette gibt und dass Kinder sehr wohl eine Rolle spielen, aber nicht immer in der Mine selbst. Wir müssen genau verstehen, wo Kinder eingesetzt werden und warum man sie in der Nähe von Minen antrifft. Außerhalb der illegalen Kobaltminen wird das Metall aus den Steinen gewaschen. Diese Arbeit ist am schlechtesten bezahlt. Meist sind es alleinstehende Frauen oder Witwen, die dank dieser Arbeit überleben können. Kinder unter 12 Jahren begleiten in der Regel Mütter, die Dienste für die Minenarbeiter leisten. Sei es, dass sie bestimmte Lebensmittel verkaufen oder das Metall waschen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Kind, aber keine Betreuung. Würden Sie Ihr Kind dann mit zur Arbeit nehmen? Die meisten von uns würden sagen, ja, das mache ich dann so. Sasa unavifanya je, wewe unaenda kwa masomo na unakuwa kufanya kazi ya maigo? Kama nenda kwa masomo nilifanya hivi. Kazi inakufurahisha au bien au ipendaje? Sieht man Teenager, handelt es sich in der Regel um Kinder, die aus sehr armen Verhältnissen kommen. Sie fühlen sich verantwortlich und spüren den Druck, die Geschwister, die Eltern und den Rest der Großfamilie unterstützen zu müssen. Wir sehen auf der Halde der Mine Jugendliche in der Ferne und wollen mit ihnen sprechen. Doch es heißt, es sei zu gefährlich. Sie würden uns mit Steinen bewerfen. Auf dem Hügel über dem Fluss. Hier wohnt der traditionelle Chief der Gegend.
Mit seinen Beratern diskutiert er die Arbeit der Kinder, die er selbst immer wieder beobachtet. Wir stellen fest, dass auch einige Frauen rund um die Minen tätig sind. Wir haben die Eltern hierher berufen und ihnen gesagt, sie müssten ihre Kinder stoppen. Doch auch die Regierung sollte uns dabei helfen. In dieser Gegend arbeiten viele Kinder und sie verdienen so Geld. So können sie ihre Schulgebühren bezahlen und die Familien unterstützen. Aber eigentlich sollte das nicht so sein. Ich als Chef will das nicht. Es gefährdet ihre Zukunft. Was ich tun kann und was ich mache, ich versuche die Kinder davon abzuhalten und die Bevölkerung aufzuklären. Aber das reicht nicht. Ich verjage sie regelmäßig, aber sie kehren immer wieder zurück. Solange die Regierung das Verbot der Kinderarbeit nicht durchsetzt, wird sich nichts ändern. Das Versagen der Regierung betrifft nicht nur die Kinderarbeit, sondern viele Folgen des Kobaltabbaus. Journalist Mika Ntenga dokumentiert, wie ganz Kolwezi unterhöhlt wird und was das für die Bevölkerung bedeutet. Offiziell existieren Zonen, in denen kein Abbau stattfinden dürfte. Doch genau dort wird in großem Maßstab abgebaut. Das heißt, all die Orte, die für Parks und Erholung bestimmt waren, existieren nicht mehr. Der Fluss ist verschwunden und das Erholungsgebiet ebenfalls. Wer die Konzessionen vergibt, nimmt keine Rücksicht auf die örtlichen Gegebenheiten. Wie sonst kann man sich erklären, dass sich direkt vor vielen Quartieren eine Mine befindet? Das macht auch keinen Sinn. Wir sind Afrikaner. Wir respektieren unsere Toten. Wir respektieren unsere Friedhöfe. Aber diese Unternehmen kommen und berücksichtigen all diese Aspekte nicht. Wir müssen zusehen, wie Tote ausgegraben werden. Das ist nicht richtig. Der Journalist besucht regelmäßig Bewohner, die direkt von den Sprengungen in den Minen betroffen sind, und dokumentiert ihre Schäden. Dieser Mann wohnt seit Jahrzehnten im gleichen Haus. Es befindet sich gegenüber einer riesigen Kobaltmine mit maschinellem Abbau. Alles begann 2016. Als die Mine mit den Sprengungen angefangen hat, bekamen wir das direkt zu spüren. 2019, nach dem 17. November, begannen unsere Häuser dann zu bröckeln. Es gab Risse. Wir haben uns gewehrt, wir haben geweint. Wir haben getan, was wir konnten. Wir sind zum Minister für Sicherheit gegangen. Er kam, um unser Haus zu begutachten. Auch die Gouverneurin ist gekommen. Man hat alles fotografiert, doch danach ist nichts geschehen. Wir bauen in alle Himmelsrichtungen, aber wir sind nicht in der Lage, das zu schützen, was wir haben. Eine Siedlung wie diese, in der es Strom und Wasser gibt, sie verschwindet, ohne dass die Regierung oder die Minenbetreiber etwas dagegen tun. Das hat uns sehr wehgetan. Selbst Viertel mit einer guten Infrastruktur lassen sie einfach so sterben. Das ist wirklich abwegig und traurig. Was wird nur aus Kolwezi? Die Zukunft der Region bestimmen jene, die Kobalt brauchen. Aber tun sie genug?
BMW und VW haben erste Projekte gestartet, um die Arbeitsbedingungen in illegalen Minen zu verbessern. Tesla ist Mitglied des Verbandes für faires Kobalt und dieser unterstützt unter anderem eine NGO in Kolwezi. Wo sich ihr Büro befindet, dürfen wir nicht zeigen. Die NGO namens The Hub bietet Kindern Alternativen zur Arbeit im Minensektor. So erhalten heute bereits 28 Kinder und Familien finanzielle Unterstützung. Alle Beteiligten in der Lieferkette vom Abbau bis zum Verbrauch müssen dieses Problem ernst nehmen. Sie müssen viel mehr Maßnahmen ergreifen, um die am stärksten gefährdeten Kinder zu unterstützen, sowie die Gemeinden, die sich in der Nähe der Minen befinden. Wenn man von den Programmen des Hub spricht, muss man verstehen, dass wir nicht nur das Kind fördern und die Schule bezahlen, sondern dass wir die ganze Familie langfristig unterstützen. Da diese Kinder durch die Arbeit ihre Familie bisher finanziell unterstützt haben, entschädigen wir diesen Ausfall. Das Kernteam des Hub erlaubt uns, mit ihnen eine der Familien zu besuchen, die unterstützt wird. Odette Caminou ist Sozialarbeiterin und zuständig für diesen Fall. Das Team besteht darauf, dass weder das Quartier, die Eltern noch das Mädchen erkennbar sind. Dass sie unterstützt werden, könnte den Neid der Nachbarn erregen und zu Spannungen im Quartier führen. Wir begleiten die Kinder mit nach Hause zu den Eltern, wo wir uns nach dem Umfeld und den Problemen erkundigen. Ich sehe, wie sich das Kind verhält, ob es über eine längere Zeit mit uns zusammenarbeiten will und ob es ernst meint mit seiner Ausbildung. ya maibwe na kurushisha mabeni masomo. Ulifanya miaka ngapi mule kusampisha na kujisha? Mwaka moja. Mimi hapa sasa mimi nazogelea, ninafurahiwa kama mimi namuona mama anakuya, mimi nafurahiwa, ananipeleka kwa masomo, mimi nafurahiwa, ananiletea gasho, mimi nafurahiwa. Mimi naanza kashikia boka. Mimi hapa sasa anaanza kuanisha kwanza furahi. Mimi kashikia furahi ni pale mimi nashikia ndio anaanza kwa ndio ya masomo ndio pale nashikia furahi. Ich liebe meine Arbeit. Ich mache sie sehr gern. Ich wünsche mir, dass die Mädchen, denen ich helfe, ein gutes Leben haben werden. Kinder, das ist für den kongolesischen Staat eine sensible Frage. Ein kurzfristiges Projekt nützt nichts. Wir wollen mehr Kinder betreuen. Angesichts der Anzahl der Kinder, die im Minensektor arbeiten, unterstützen wir nur sehr wenige. Gleichzeitig wollen wir sicherstellen, dass jedes Kind seriös betreut wird. Wir wollen nicht 1000 Kinder unterstützen, wenn wir Abstriche bei der Qualität der Betreuung machen müssen. Der Hub in Kolwezi wird unter anderem von der Unternehmensgruppe Dormakaba in der Schweiz unterstützt. Mittels einer Partnerschaft mit Save the Children Schweiz wird der Hub über die nächsten 10 Jahre rund 1 Million Franken erhalten. Save the Children Schweiz und der Hub haben uns überzeugt, weil sie sich auf eine langfristige Betreuung der Kinder bis zum Alter von 16 Jahren konzentrieren. Wir bemühen uns, dass andere Unternehmen das Gleiche tun. Wir sind ein kleines Unternehmen, wir schaffen es nicht allein. Doch hätte jede Firma die gleiche Einstellung, könnten wir viel erreichen. Unsere Produktpalette ist riesig und ein Teil umfasst auch elektronische Türschlösser und Zugangslösungen. Und für diese Produkte haben wir elektronische Komponenten, die Spuren von Kobalt enthalten.
Kobalt ist in den integrierten Schaltkreisen, in den Halbleitern, in den Batterien. Viele der Unternehmen, die elektronische Komponenten in ihren Produkten haben, haben dieses Problem. Auch bei Apple steckt Kobalt in vielen Produkten, die eine Batterie haben. Fast alles Kobalt, ob aus legalen oder illegalen Minen, wird im Kongo gemischt und nach China exportiert. Dort wird alles eingeschmolzen und weiterverkauft. Eine genaue Nachverfolgung ist deshalb praktisch unmöglich. Ein Problem, mit dem der CEO von Apple, Tim Cook, immer wieder konfrontiert wird. My new iPhone 15, can you guarantee that the cobalt that's in that phone has not been mined, using child labor in the DRC? Yes, we can. We have an intense level of tracing in our supply chain all the way back to the mine and the smelter to make sure that the labor used is not child labor. Okay. And I think we do a really good job of that. Okay, amazing. Wir haben keine Beweise dafür, dass das Kobalt aus dieser oder jener Mine kommt. Die Lieferkette ist sehr fragmentiert und nicht transparent. Ich denke, niemand kann mit Sicherheit belegen, dass das Kobalt in den eigenen Produkten nicht aus dem Kongo kommt. Wegen Kinderarbeit und anderen Menschenrechtsverletzungen wird immer wieder gegen den Kobaltabbau protestiert. Wir verlangen von den Investoren, die Finanzierung des zunehmenden Abbaus im Kongo zu stoppen. Das ist der gleiche Mechanismus wie bei den TikTok-Videos. Diese Schockaktionen führen dazu, dass viele Akteure sich zurückziehen. Sie sehen sich die Situation an und sagen, das ist zu kompliziert, das ist chaotisch, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich haue hier ab. Doch damit ist den Schwächsten im Kongo auch nicht geholfen. Das Haus von Giscard Freeman. Ohne die steigende Nachfrage nach Kobalt hätte er sich das nie leisten können. Von seinem Verdienst hängt seine ganze Großfamilie ab. Es ist eine Ehrensache für ihn, dass niemand aus seiner Familie für die Minen arbeiten muss. Ich würde nicht akzeptieren, dass meine Frau mit unseren Töchtern dort arbeitet. Die Minen sind eine Männerwelt und es gibt dort immer Männer, die Frauen schwängern. Genau darum besuchen alle meine Kinder die Schule. Ich gehe nicht zum Vergnügen in die Schule. Ich will eine wichtige Frau werden, so wie unsere Gouverneurin. Was die Kinder in den Minen betrifft, ich weiß sehr genau, wie gefährlich das für sie ist. Es muss aufhören, dass Kinder dort arbeiten. Das ist nicht normal. Sie müssen zur Schule gehen. Sollte mein Traum in Erfüllung gehen und ich könnte eines Tages mitentscheiden, dann würde ich als erstes ein Projekt starten, das sich um diese Kinder kümmert. Was ist das Endziel? Wenn wir wollen, dass die Menschen in den Minen ein menschenwürdiges Leben haben, sich ihre Chancen verbessern und sie ein sicheres Arbeitsumfeld haben, dann sollte die Frage nicht lauten, ob man sich engagiert oder ob man sich abwendet. Stattdessen sollte die Frage lauten, wie engagiere ich mich sinnvoll in einem komplizierten Umfeld, in dem es Risiken gibt?